Hallo liebe Freunde der pixeligen Unterhaltung, Telespiel-Tobi hier. Ich schulde euch ja noch ein Pickup-Video von meinen Funden aus Rotterdam. Das Video habt ihr vielleicht gesehen, wenn nicht, verlinke ich es auch hier oben nochmal. Was ich dort so gefunden habe, zeige ich euch gleich. Los geht's nach dem Intro. Ja, ich will euch nicht länger auf die Folter spannen, denn ich habe in allen 3 Läden etwas gefunden. Ich starte mal mit dem ersten, das war CEX, also CEX, wie die Engländer es aussprechen, und das aus gutem Grund. Dort habe ich einen kleinen PS2-Fund gemacht und das eigentlich eher nur, weil der Preis richtig gut war. Fangen wir an. Einmal habe ich hier SSX und das Ganze für 1,50 €. Das Spiel ist komplett mit Anleitung und die Anleitung sieht auch noch sehr gut aus. Als nächstes Tokyo Extreme Racer zum Schnäppchenpreis von 1 €, leider ohne Anleitung. Aber ich denke, für 1 € kann man nicht sagen. Dann haben wir Prince of Persia Sands of Time für 75 Cent. Es wird immer billiger. Das Spiel ist auch nochmal komplett, wie wir hier sehen. Und auch die Anleitung sieht noch fast ungebraucht aus und die CD selbst ist auch weder verdreckt noch verkratzt. Also ist wirklich top im Top-Zustand. Dann haben wir Red Faction. Und das Ganze gab es für 50 Cent. Ihr habt es gesehen. Also wirklich super Knallerpreise, die dort aufgerufen werden. Und ist mir eigentlich unverständlich, wie sie das dann überhaupt noch die Sachen reinbekommen. Weil wenn sie es für 50 Cent verkaufen, dann muss ja der Ankaufpreis 10 Cent sein. Und das kriege ich ja auf dem Flohmarkt noch weit drüber los. Also für 1 €, 1,50 € kriege ich das ja auch im Flohmarkt noch los. Dann noch so ein 50-Cent-Titel, Splinter Cell Pandora Tomorrow. Der ist auch ohne Anleitung, leider. Und dann haben wir noch einen letzten. Das ist Tourist Trophy, auch für 50 Cent. Und der dürfte mit Anleitung sein. Genau, die Anleitung ist hier mit dabei. Also insgesamt habe ich hier, fällt mir alles hier runter. 1, 2, 3, 4, 5 und Nummer 6. 6 Spiele für insgesamt 4,75 €. Also unglaublich, das kriegt man auch auf dem Flohmarkt nicht für den Preis hin oder knapp. Es gab auch noch ein paar andere schöne Spiele dort, aber die waren preislich doch eher hoch angesiedelt. Ico zum Beispiel für die PS2, das hat mir in der Nase gesteckt, aber das hat noch 18 € gekostet und ich glaube, das ist etwas über dem regulären Marktpreis. Ich muss mal nachschauen. Dann ging es auch schon weiter zu Game Mania. Game Mania ist dann eher wie GameStop eben, wo es auch Neuspiele gibt, wobei es in 6 nur gebrauchte Sachen gibt. Dort habe ich 3 Sachen gefunden und da muss ich mich etwas quälen, wirklich 3 Sachen zu finden. Es gab nämlich die Aktion 3 für 2, sprich 3 Sachen kaufen und das günstigste gibt es gratis. Ich hatte eigentlich nur 2 Sachen gefunden. Und dachte dann, okay, nehme ich das dritte halt noch mit, aber musste da ein bisschen suchen, dass ich was gefunden habe. Was mir sofort ins Auge gestochen ist, und ich konnte gar nicht glauben, dass es so einen Titel gibt, mit dieser Mischung, Afro Samurai. Ich dachte, okay, das ist so verrückter Titel, plus Samuel L. Jackson hat auch noch die Stimme vom Hauptcharakter geliehen. Muss ich einfach mitnehmen. Afro Samurai, allein schon für den Titelnamen. Dann das zweite war Bad Company Battlefield in einer goldenen, nicht Deluxe, aber vielleicht Gold Edition, auch komplett mit der Anleitung und auch noch einem kleinen Flyer hier von Game Mania. Was sagt er hier? Mehr Gamen vor minder Geld, also mehr Spiel für weniger Geld. Wie kopen Sie Games? Entschuldigung für mein Holländisch. Das waren die 2 Spiele, die ich dann mitgenommen habe, weil sie mir gefallen haben. Und dann habe ich ein bisschen rumgesucht und dann noch The Club gefunden. Und das ist dann der dritte Titel, der eigentlich nur dabei ist, weil es ihn gratis gab.
auch nochmal komplett mit der Anleitung. Was mir jetzt nicht so gefällt bei Game Mania, es reicht doch, wenn man hier auf die Hülle den Preis draufklebt. Aber nein, er muss auch noch auf die Anleitung drauf. Papier, Aufkleber auf Papier draufgeklebt. Das ist natürlich der Graus eines jeden Sammlers. Und dann ging es auch schon weiter zur Game Galaxy, The Game Galaxy. Und der Laden war natürlich wirklich so ein Retro-Paradies. Also während die anderen so in der PS2-Ära angefangen haben, ging es da wirklich zurück in die spät 70er, Anfang 80er mit Atari 2600 und anderem Kram. Das habt ihr im letzten Video auch schon gesehen, ist mir auch direkt was ins Auge gesprungen und da konnte ich natürlich nicht Nein sagen. Bevor ich euch das im Detail zeige, gehe ich nochmal drauf ein, was ich sonst noch so gefunden habe, und das ist eher, ich sag mal, im klassischen Spielebereich, was viele von euch auch sammeln werden oder sammeln. Fangen wir erstmal an, hier bei Sega fürs Mega Drive. Einmal Championship Pro-Am. Wenn ihr euch in der Sega-Welt nicht so auskennt, also Pro-Am ist auch wie Super RC Pro-Am auf dem Game Boy oder die Pro-Am-Titel auf dem Super Nintendo. Gibt es das auf dem Super Nintendo oder nur auf dem NES? Weiß ich jetzt nicht. Also Pro-Am wirklich mitgenommen, weil mir die Spiele super Bock machen, und das Ganze für 2 Euro. Dann was für ein bisschen mehr Geld gefunden, auch fürs Mega Drive. Pete's Sampras Tennis 96, und das habe ich einfach nur mitgenommen, weil ihr seht es hier oben, es gibt noch 2 Anschlüsse für Zusatzcontroller. Das heißt, obwohl das Mega Drive nur 2 Controller-Anschlüsse hat, kann man hier zu viert ohne irgendeinen Multitap oder sonst was dieses Spiel spielen. Und das fand ich richtig geil und habe dann einfach mal 5 Euro für Pete's Sampras Tennis ausgegeben. Dann kommen wir zu den Handhelds. Ich habe es im Video damals nicht gezeigt, und zwar gab es Game Boy, PSP, Game Boy Advance Spiele einfach in einer kleinen Box, hat auf der Theke gestanden, kann man sich durchsuchen, und der Preis war pro Stück 5 Euro oder 3 Stück für 10, also auch hier 2 für 3. Habe ich dann natürlich auch mal ein bisschen durchgeschaut und wild nach Sachen geschaut, die ich jetzt nicht so kenne, die nicht so geläufig sind, und da ein bisschen was gefunden. Einmal, ich konnte nichts damit anfangen, für den GBA Downforce. Für Game Boy, das müsste Game Boy Color sein mit dem grauen Modul. Earthworm Jim 2, Menace to the Galaxy. Oder ist es Earthworm Jim 2 oder ist die 2 nur einfach groß? Menace to the Galaxy, ein Earthworm Jim, weil Earthworm ist auch immer super Plattformer eigentlich. Dann ein Klassiker eigentlich, Load Runner, Hyper Load Runner, wie es für den Game Boy hieß. Dann, ich habe einfach nur das Label gemocht, Puchu Karat. Ich weiß nicht, was für eine Art von Spiel das ist, ob das ein Plattformer ist, japanisch angehaucht, oder ist nur der Titel irgendwie japanisch angehaucht. Puchu Karat, mal reinschauen. Und dann das letzte, warum auch immer das in der Hülle ist, Mercenary Force. Das sieht aus wie so ein Ninja. Ganz zu Anfang habe ich gedacht, das wäre ein Feuerwehrmann. Aber dann bei genauerem Betrachten habe ich gesehen, das ist ein Ninja, also irgendwie im alten Japan angesiedelt. Gucken, ob das ein Slasher ist, ein Brawler oder ein One-to-One-Fighter, wobei die auf dem Gameboy nicht so geläufig sind. Wirklich nichts mit können anfangen, und das Label ist mir ins Auge gestochen, deswegen einfach mitgenommen. Ja, das waren die 1, 2, 3, 4, 5 Gameboy bzw. Gameboy Advance Spiele. Was ich hier für die ganzen Spiele bezahlt habe, weiß ich jetzt gar nicht mehr, weil das Ganze gebundelt wurde mit dem Rest, den ich euch gleich noch zeige. Aber auf jeden Fall ist mir der Verkäufer, der auch einer von den Inhabern war, sehr entgegengekommen, und ich glaube das waren dann 3 für 10 Euro und die 2 dann für 5 Euro, also ein Spiel quasi gratis, und dann hier die 7 Euro. Ich glaube auch, da habe ich nicht mehr alle 7 Euro bezahlt, also wirklich
für einen fairen Preis hier, ohne groß zu handeln, auf einen fairen Preis gekommen. Ja, dann kommen wir zu dem super Retro-Fund, und das nicht nur, weil es viele Spiele waren, weil es für eine relativ seltene Konsole ist und weil der Preis super war. Es hat wirklich alles gestimmt. Ich habe das Regal gesehen, beziehungsweise die Auslage gesehen und habe gedacht, das muss mit. Ich zeige es euch in 2 Wellen, mache auch noch ein paar Videos oder Fotos, um ein paar Detaileinblendungen zu zeigen. Fangen wir erstmal hier an. Es geht um das Set mit den vielen Videopack-Spielen, also für das Philips G7000. Hier ist der erste Stapel und da fangen wir einfach mal an. Das Schöne bei den Videopacks ist, also für den Videopack, das sind die Spiele für das Philips G7000, dass die durchnummeriert sind. Dass man weiß also genau, wo in der Reihenfolge das ist, ob das ein frühes Spiel war, ob das eher später rausgekommen ist. Und in vielen Videopacks ist dann auch hinten in der Beschreibung, ja, beim ersten natürlich nicht, da gab es noch nicht viel, aber bei späteren war dann hinten die Liste aufgeführt, welche Spiele es gab. Hier Nummer 1, das sind so 3 Spiele in einem, und das ist dann auch ähnlich wie so ein Multi-Game-Pack-System. Wie das eine System, das war die Nummer 4, die ich von Marcel vom NES-Kommando bekommen habe. Das Pickup-Video habt ihr vielleicht auch gesehen, wenn nicht, findet ihr es hier. Also hier Videopack Nummer 1 mit 3 Spielen. Einmal Autorennen, Wirbelwind, was so ein Autorennen im Kreis ist, ähnlich wie Micro Machines. Und dann Kryptogramm, Geheimschrift, das hört sich nicht sehr vielversprechend an. Dann haben wir hier Nummer 6. 2 Sportspiele, das ist einmal Bowling und einmal Basketball, und Basketball ist jetzt hier nicht mehr wie bei klassischen Pong-Konsolen eine Variante von den Schlägern, sondern man sieht wirklich schon Personen, die in einen Korb werfen. Also die Grafik, die Generation, man merkt einfach, dass Videopack schon eine Generation weiter ist, oder sogar 2 Generationen weiter als die klassischen Pong-Konsolen. Dann haben wir hier Nummer 8. Das Spiel war 2-mal dabei. Die Anleitungen sind bei beiden relativ okay. Bei einem von den beiden ist das Label etwas abgeflattert, also geht der Kleber ab. Dafür ist bei dem anderen das Case gerissen. Und ich denke, da kann ich mir irgendwie aus den 2 oder aus dem anderen, was noch doppelt ist, aus 3 Spielen ein sehr schönes zusammenbasteln. Und habe dann noch was zum Tauschen übrig oder zum Verkaufen. Wenn jemand Interesse hat an zum Beispiel Baseball Videopack Nummer 8, gerne in die Kommentare schreiben. Weiter geht's mit der Nummer 15, Samurai. Und ich glaube, das ist kein Samurai-Spiel, sondern eher so wie Othello, so ein Legespiel, wenn ich mir das so anschaue. Oder Dame, keine Ahnung. Also geht eher in die Richtung wie so ein japanisches Brett-Legespiel, Go vielleicht, aber nicht wirklich ein Samurai-Spiel, was man sich unter dem Namen Samurai vorstellt. Nummer 16 ist wieder so eine Sammlung, wobei die alle thematisch so ein bisschen zusammen sind. Einmal haben wir Schiffe versenken und Schützenfest. Und Schützenfest ist, glaube ich, eher so wie Panzerduell, wo man sich gegenseitig abschießt. Und ja, eben so eine Kriegsspiel-Cartridge, würde ich mal sagen. Auch die 2-mal vorhanden. Als letztes vom ersten Teil haben wir noch die Nummer 18. Das ist so ein Weltraum-Shooter, ich würde sagen, geht in die Richtung Asteroids. Laserkrieg nennt sich das Ganze. Ja, mal schauen, ob das eher Asteroids ist oder so ein Side-Scrolling Shoot'em-up. Das weiß ich jetzt nicht. Weiter geht's mit dem nächsten Stapel. Und zwar Nummer 19. Das ist so ein Zirkusspiel, wobei es nur ein Zirkusspiel drauf ist. Catch the Ball. Da läufst du unten links und rechts und musst dann Bälle, die von oben runterfallen, muss man da auffangen. Und als zusätzliches Spiel ist noch Tic-Tac-Toe. 3x3 nennen sie es auf Deutsch mit drauf.
Videopack 20, Katapult, und das ist jetzt wie Artillerieduell. Also man hat links und rechts einen Panzer, beziehungsweise in dem Fall ein Katapult, und muss sich gegenseitig abschießen. Ups, da fällt mir der ganze Stapel hin. Das hat mir früher auf C64 beim Freund immer schon Spaß gemacht, ist quasi die Vorlage für Worms, und ich denke, da werde ich sogar auf dem Philips-System Spaß mit haben. Nummer 22, das Weltraummonster. Ja, das ist doch, wenn wir uns das Bild anschauen, Space Invaders, beziehungsweise ein Klon davon. Nummer 36, Fußball und Hockey, Munchkin oder auf Deutsch Supermampfer. Und es ist halt ein Pac-Man-Klon, und das Schöne ist, der Vorbesitzer hat unten auf die Hülle Pac-Man draufgeschrieben. Also wenn es auch nicht schon vom Bild her, vom Screenshot eindeutig ist, jetzt weiß man es ist Pac-Man. Nummer 39, Freiheitskämpfer. Es sieht nach einem Schmapp aus, und das Bild, der Screenshot, ist nichts aussagen, weil es einfach nur irgendwelche geometrischen Formen auf dem schwarzen Hintergrund sind. Also keine Ahnung, was das jetzt im Endeffekt ist. Als fast letztes noch zweimal Nummer 44. Das Ganze nennt sich jetzt Supermampfers Rache. Es gab Pac-Man, Miss Pac-Man, Pac-Man Jr. Okay, warum nicht auch vom Klon einen Klon-Nachfolger machen und das Ganze dann Supermampfers Rache. Also im Endeffekt auch nochmal ein Pac-Man-Klon. Ich habe gesagt, das war das fast letzte. Das letzte Spiel ist auch ein Philips Videopack-Spiel, aber die Hülle ist leider etwas vergilbt bzw. milchig geworden. Das ist ein Videopack Plus Spiel. Der Hintergrund ist folgender. Es gab von dem Videopack-System, also Philips G7000, eine Revision, also eine neuere Auflage. Und das war nicht nur einfach eine kleinere Version, wie es von der PS2 eine Slim gab oder von der PS3 eine Slim gab. Da gab es ja sogar zwei Folgeversionen. Gab es hier eine neue Hardware, die ähnlich wie zum Beispiel heute die PS4 Pro oder die Xbox One X ist. Das heißt, es gab eine stärkere Hardware. Manche Spiele, die dann später rausgekommen sind abwärtskompatibel, kann man dann also auch auf dem klassischen G7000 spielen. Andere wiederum sind nur auf diesem Videopack Plus oder der G7000 Nachfolger oder Halbnachfolger spielbar. Das hier ist jetzt eine Plus-Version, die auch auf allen anderen Videopack-Systemen sozusagen spielbar ist. Und das wären dann eben Videopack, Videopack Plus und Joe-Pack. Das weiß ich jetzt gar nicht, was das ist, ob das eine noch stärkere Version ist oder ob das ein Zwischending ist. Also jedenfalls das hier ist ultimativ auf allen Philips Videopack-kompatiblen Systemen spielbar. Die Sache ist, die Spiele, die eben auch abwärtskompatibel sind, sehen auf den einfacheren oder den früheren Versionen der Konsolen nicht so gut aus. Das heißt, Hintergrundgrafik wird da zum Beispiel ausgeblendet, weil die Hardware das nicht schafft, und nur die Hauptgrafik, das heißt die Sprites und der schwarze Hintergrund wird eingeblendet, wobei auf den neueren Konsolen, auf dem Nachfolger oder auf der Revision wird dann eben mehr Grafik eingeblendet, und das macht dann eben dieses Plus aus. Das ganze Spiel nennt sich hier Gary Andersons Terrahawks. Ist Gary Anderson ein Autor? Müsste ich einfach mal nachschauen. Gary Anderson ist in der Tat ein Sci-Fi-Autor. Terrahawks war eine Weltraumserie, die mit Marionetten statt mit Schauspielern gespielt wurde. Vielleicht kennt ihr Thunderbirds, die sind ähnlich produziert und stammen auch aus Andersons Feder. Bei meiner Recherche habe ich gesehen, dass er auch für die 90er-Jahre-Serie Space Cops oder im Original Space Precinct 2040 verantwortlich ist. Die Serie ist mit realen Personen gefilmt. Bei den Special Effects wurde noch sehr aufwendig mit Modellen und Animatronics gearbeitet, was der Serie einen gewissen Charme verleiht. Ich habe sie jedenfalls damals sehr geliebt. Ja, das waren jetzt die ganzen Spiele, die ich hier gefunden habe.
Das waren diese 17 Videopacks. Ich habe es auch auf, wo haben wir eins? Auf manchen gesehen. Da ist ein Aufkleber 2 drauf. Als ich die Spiele in der Vitrine gesehen habe, hat da auf manchen eben diese 2 drauf gestanden. Und da habe ich dann den Verkäufer gefragt, erstmal hingegangen und gesagt, ja, da habe ich Interesse dran. Was ist denn der Preis? Auf manchen steht 2 drauf. Und dann meinte er, ja, die kosten alle 2, welche ich denn möchte. Und dann habe ich gesagt, ja, sag mir einen Preis, wenn ich alles nehme. Und das waren dann 17 Spiele, wären dann 34 Euro. Und da hat er kurz gesagt, ohne groß zu überlegen, nach einer Sekunde, für 25 kannst du es kriegen. Okay, gekauft. Also da verhandle ich auch nicht mehr und frage noch nach 20 oder so. Also das ist ein unglaublicher Preis. 25 Euro für diese 17 Videopack-Spiele oder 16 Videopack und ein Videopack-Plus-Spiel. Der Hintergrund, warum er es mir so schnell, so billig gegeben hat, ist, er hat das irgendwann mal reinbekommen, hat es dann in die Vitrine gestellt und es hat sich nie irgendjemand dafür interessiert, bis ich jetzt gekommen bin. Und da hat er gesagt, den Platz kann ich anders verwenden, ich habe noch so viel Nintendo-Kram, der da reinpassen kann. Also nimm's mit, ich brauche den Platz einfach. Ich bin froh, wenn es weg ist, froh, wenn es jemand gefunden hat, der auch was damit anfangen kann, der sich drüber freut. Und ja, da haben wir uns beide ein bisschen eine Freude gemacht. Er mir mit dem Preis und mit dem Superfund. Und ich habe ihm dann etwas Platz in der Vitrine nochmal verschafft. Ja, alles in allem muss ich sagen, ich glaube, das war schon mit der beste Fund des Jahres. Und das noch nicht mal auf dem Flohmarkt, sondern in einem Videospiele-An- und Verkaufladen. Mal schauen, was dieses Jahr noch kommt. Flohmarktsaison geht ja bald jetzt los oder ist jetzt losgegangen mit den ersten schönen Wochenenden. Mal schauen, was die Flohmärkte noch bringen, aber ich glaube, das hier ist sehr schwer zu toppen. Ja, ich hoffe, euch haben die Pickups gefallen. Lasst mir doch einfach einen Kommentar da, was euch am besten gefallen hat. Waren es die billigen Games bei Saks? War es dieser Fund oder der kuriose Fund mit Afro Samurai? Oder ist es einfach dieser klasse Fund bei The Game Galaxy, wo ich diese alten Spiele zum super Preis gefunden habe? Lasst mich wissen, lasst uns ein bisschen plaudern, schreibt mir unten rein. Und wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen und ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Das würde mich natürlich auch immer sehr freuen. Wir sehen uns, bis dann, euer Telespiel Tobi. Und diesmal wirklich Telespiel Tobi.